Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts What's Up. Heute nehmen wir Sie gedanklich mit nach Bremen, denn vom 16. bis zum 18. September 2025 fand dort der DSAG-Jahreskongress statt. 3 Tage voller Impulse, Trends und Begegnungen. Mit dabei waren natürlich auch wir, die FIS-Gruppe, und zwar mit einem Standkonzept, das viele überrascht hat, und zwar mit der Business Suite. Wir wollen in dieser Folge gemeinsam Revue passieren lassen, welche Eindrücke und Highlights besonders hängen geblieben sind und welche Themen die Messe, aber natürlich auch die Zukunft im SAP-Umfeld prägen. Dafür habe ich heute gleich 2 Gäste eingeladen. Einmal Dirk Schneider, Geschäftsführer bei FIS und verantwortlich für den Bereich Marketing und Sales sowie die Abteilung Customer Centric Solutions. Auch mit dabei ist Michael Benirschka, Mitglied der FIS Geschäftsleitung und verantwortlich für die Business Unit FIS Transformation und Public Cloud. Schön, dass ihr heute zu Gast seid. Schön, dass wir hier sein können. Der DSAG-Jahreskongress ist ja seit Jahren der Place to be für SAP-Anwender und auch Partner. Gleichzeitig entwickelt sich ja aber die Branche so rasant weiter, dass kein Jahr dem anderen gleich und die Themen auch immer anders sind. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn dieses Mal nach Bremen gefahren? Micha, also vielleicht such du nochmal zuerst, welche Erwartungen waren es denn? Denn bei Michael ist ja wichtig zu wissen, er ist ja ganz frisch bei uns, also mehr oder weniger frisch bei uns und kommt von der SAP. Und für mich total persönlich spannend die Frage, Micha, wie ist es denn von der anderen Seite aus? Ja, sehr schön. Ich muss zugeben, ich habe natürlich insbesondere auch schon lange drauf gewartet, wann sich denn das Thema Cloud mal so richtig durchsetzen wird. Ne? Das war ja in den vergangenen Jahren eigentlich immer so ein bisschen da, wo das Beef war bei Kunden, DSAG, Vorstand und SAP. Das war immer so ein bisschen die Reibungswärme und das konnte man immer aus verschiedenen Facetten betrachten und ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, dass jetzt wirklich allgemeingültig quasi das Verständnis da ist, ohne Cloud geht es eigentlich gar nicht mehr. Das wird natürlich insbesondere durch verschiedene, einerseits technologische Trends befeuert, KI als das große Thema, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf. Aber natürlich auch durch alles, was von außen momentan auf Unternehmen einprasselt, rund um Globalisierung, digitale Transformation, Regulatorik, EU, AI, Data Act, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, EU-Taxonomy und so weiter. Ich kann das mittlerweile alles fließend, ohne mich zu versprechen, sprechen. Beeindruckend. Alleine das, und das ist nicht meine einzige Kernkompetenz, aber alleine das zeigt, wie viel man sich mit den Themen beschäftigt. Und das war schon sehr positiv zu sehen, dass dieses Allgemeinverständnis jetzt tatsächlich auch da ist, weil das hilft natürlich auch den Gesprächskonsens viel mehr darauf auszurichten und sich wirklich Gedanken zu machen, wie nehmen wir jetzt auch Fahrt auf und wie schaffen wir diese schöne Balance, die ja auch titelgebend war dieses Jahr bei der DSAG, zwischen alter Welt, ich übersetze Bestandsgeschäft, und neuer Welt, Chancen und Optimierung aufgreifen. Wie war es bei dir? Ja, genau. Also die Erwartungshaltung war genau die, wie gehen denn die Leute jetzt um mit dem Thema Cloud und neuen Technologien? Also die Leute heißt unsere Kunden. Ich meine, es waren, glaube ich, 5.300 Leute auf der Veranstaltung. Ausverkauft, mir geht, glaube ich, nicht mehr. Das Interesse ist riesig. Mir geht's da wie dir. So die grundsätzlichen Themen, geht mal in die Cloud mit seinem ERP. Das hat sich erledigt als Diskussionspunkt. Das ist klar und gesetzt, dass man das tut. Und die neuen Themen wie KI, AI, all diese Dinge, intelligente Automatisierung, wie weit ist denn die Branche? So, da waren so meine Erwartungen, mal rauszufinden, wie unsere Kunden da so stehen, aber natürlich auch, wie die SAP da so bis jetzt unterwegs ist. Und das war hochgradig spannend, wenn man so zurückblickt, die letzten DSAG-Kongresse, die sehr, sehr stark funktional getrieben waren, mit irgendwelchen Features oder irgendwelchen Lösungsbereichen, die neu ins Portfolio gekommen sind. So fand ich es in diesem Jahr eine sehr gute Business-Diskussion. Also man hat sich überlegt, was tut man denn mit der Technologie? Das war für mich das Spannende an der Stelle und traf auch genau meine Erwartungshaltung. Also so mal so rauszufinden, wo steht denn der SAP-Kosmos jetzt bezogen auf die wesentlichen Themen KI und Cloud. Und das hat bei uns am Stand war ja viel los. Es waren genauso die Kernpunkte. Das ist ein total spannender Aspekt. Weil die letzten Jahre ging es gefühlt und du hast ja auch gefragt, was hat sich denn so ein bisschen verändert, ne? Und natürlich die Perspektive ändert sich ein Stück weit. Man rückt schon, wenn man bei einem Partner ist, ein Stück näher noch, würde ich fast sagen, gerade für uns in die Mittelstandssicht hinein, gezwungenermaßen auch. Da sind ja nun mal unsere Kunden unterwegs. Und
Was ganz interessant war, die letzten DSAG-Jahreskongresse haben sich schon sehr stark immer auch an dem Thema 2027 oder 2030 ausgerichtet. Was heißt das denn jetzt? Was heißt denn jetzt wirklich dieser Move auf Cloud ERP? Und geht das nicht? Wie soll das in der Zeit gehen und so weiter? Und das war und du hast es gerade gesagt, deswegen, das fand ich total spannend, das war eine sehr technische Diskussion. Das hatte eigentlich wenig mit Kundennutzen, mit Mehrwerten aus der Lösung und so weiter zu tun. Das wurde zwar auch immer gebracht, aber das hat sich nie so richtig als Kern der ganzen Diskussion angefühlt. Das muss es aber sein. Es muss ja darum gehen, was heißt das denn? Wie gehen wir mit den Themen? Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, ne? Was alles von außen auf Unternehmen zukommt. Das sind ja noch andere ganz große Themen, die alle Unternehmen betreffen. Fachkräftemangel, demografischer Wandel allgemein in der Gesellschaft, ne? All die Herausforderungen. Wie entwickle ich denn auch meine Mitarbeitenden weiter in den neuen Themen? Wie kann ich diesem ganzen riesigen Wandel überhaupt Herr werden? Was heißt das? Und da ist ja am Ende des Tages dann das ERP-System ja nur die Grundlage für. Ja, keins der Unternehmen ist voll professioneller Systemimplementierer. Das ist dann irgendwie ein Stück weit unsere Aufgabe, da zu helfen, ne? Sondern die kennen sich natürlich viel mehr in ihren eigenen Geschäftsprozessen aus und die wieder in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, okay, wie können wir denn die Wertschöpfungskette in Summe verbessern, effizienter machen, Potenziale heben, Skaleneffekte nutzen, Automatisierung reinbringen über KI, Kosten tatsächlich einsparen und uns auch überlegen, hey, wenn sich Jobs weiterentwickeln und wir Teile von Prozessen vielleicht tatsächlich mal ganz automatisieren können, was machen wir denn mit den freien Ressourcen? Wie können wir, in welche Rollen kann man die denn auch weiterentwickeln? Und das war dieses Mal für mich viel greifbarer, viel spürbarer, dass die Diskussion sich wieder mehr um diesen Konsens dreht und weniger um müssen wir oder wann müssen wir oder nicht. Ja, und das ist irgendwie, fand ich sehr positiv. Der DSAG-Jahreskongress gilt ja nicht umsonst als einer der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres und hat sich ja, wie ihr gerade schon erwähnt habt, auch über die Jahre großartig weiterentwickelt und ist aber trotzdem ja noch eine der wichtigsten Veranstaltungen, auch gemessen an der Teilnehmerzahl. Was macht die Veranstaltungen denn konkret für euch so besonders? Naja, also es schwirrt ja immer dieser Begriff des Klassentreffens so durch die Welt. Also den finde ich zwar nicht ganz angemessen, ob des Niveaus, was da so jedes Jahr sich trifft. Aber auf der anderen Seite sage ich, ja, es ist schon ein großer Branchentreff. Und das ist auch irgendwie das Besondere. Also das ist jetzt dass Technologie oder in dem Fall ein Stück Software, SAP, dazu führt, dass sich ganz, ganz viele Firmen, große und kleine und nationale und internationale aus dem deutschsprachigen Raum da treffen. Und auch das Investieren diese 3 Tage, um sich auszutauschen, um Erfahrungen zu teilen, aus Projekten, aber auch aus gemeinschaftlichen Technologiethematiken und mit uns zu sprechen natürlich. Also es ist ja, wir sind ja nicht der einzige Partner, der da oben ist oder der bei dem DSAG ist, sondern es ist ja ganz viel Communities von der SAP, vom DSAG, aber auch aus der Partnerwelt vorhanden, aus den ganz unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Und das macht es für uns als Partner auch immer wieder spannend, interessant, dort seine Runden zu drehen innerhalb des Ausstellungsbereiches oder auch die Partnervorträge von Kolleginnen und Kollegen zu hören. Wo stehen die? Also ich würde mal sagen, das ist ein Community-Thema, was sehr, sehr facettenreich ist. Muss ich es halt wieder sagen, viel Technologie, ja, aber wie gehen wir davon um? Wie priorisieren wir Themen zusammen mit unseren Kunden? Was ist die angemessene Geschwindigkeit, die man heute noch bei dieser Schnelllebigkeit verträgt? Also da schließe ich uns als Partner mal mit ein. Was ist denn überhaupt noch umsetzbar in der Rasanz, wie im Moment Technologie sich weiterentwickelt? Und verträgt es eine Organisation, und da sind wir wieder beim Kunden, von, ich sage es mal, Großkonzernen wie einer Bosch, die da rumlaufen, bis zu Mittelstandsunternehmen und bis wir als Partner, die wir alle miteinander gleich betroffen sind von diesen Themen. Und betroffen klingt jetzt wieder so, ne? Also die alle die gleichen Chancen haben. Und die Frage ist, wie nutzen wir das in diesem Dreiklang, SAP, Kunde und Partner zusammen? Und das macht es für mich immer wieder spannend. Und jedes Mal denkt man hat jetzt so ein Zenit erreicht im Sinne von, oh, jetzt also
anspruchsvoller, komplexer geht's ja jetzt fast schon gar nicht mehr, und es ist dann doch jedes Mal wieder neu anders und der Anspruch liegt immer noch mal eine Latte höher. Und das finde ich persönlich jetzt so spannend, weil man da eben dann auch ganz andere Gespräche führen kann mit seinen Kunden. Und es macht davon ganz abgesehen auch viel Spaß und sich da an der Stelle auszutauschen und voneinander zu profitieren. Also das ist so das, wovon ich denke, oder das ist das, warum ich da gerne hingehe und auch die Zeit investiere mit den Kolleginnen und Kollegen und mit unseren Kunden zusammen. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Micha, was meinst du? Na, ich würde mal noch eine Facette ergänzen und das ist, ich meine, und gerade wir zwei sind ja auf vielen SAP-Events, also wir haben das große Glück, das muss man ja auch mal sagen, ne? Und sei das jetzt eine Sapphire oder auch andere Formate, es ist ja vielfältigst. Und ich finde, du merkst aber beim DSAG immer, das ist schon so der Kernmarkt und der Ursprungsmarkt und das sind die Kunden mit der längsten Historie. Und die haben halt ein bisschen andere Voraussetzungen oder Herausforderungen oder auch Chancen, als das jetzt in anderen Märkten der Fall ist, die halt noch eine etwas jüngere SAP-Historie haben. Das ist halt wirklich Kunden, die sind mit einer SAP gemeinsam gewachsen und die haben halt auch schon 30, 40, teilweise 50 Jahre, verrückt, SAP-Systeme. Und jetzt ist das natürlich so, jetzt sind wir, wenn wir über SAP, über IT im Allgemeinen reden, ja sowieso in so einer, wenn nicht der schnelllebigsten Branche. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Startups, wahnsinnig viele neue Technologien, neue Trends. Also insofern ist es, glaube ich, jeder auch ein Stück weit gewohnt, immer zu differenzieren, was kann was ist jetzt mal gerade ein Hype, ne? Oder womit muss ich mich wirklich ernsthaft auseinandersetzen, weil es einfach Potenzial für Disruption hat, wie jetzt gerade das Thema künstliche Intelligenz in vielfältigster Art und Weise. Und das merkt man auch. Ich finde, das ist immer wirklich die Besonderheit beim DSAG, dass man dieses unfassbar viel Erfahrung da hat. Und das ist, finde ich, in anderen, es gibt ja auch eine ASAC und andere Kundenverbände auch. Und ich finde, das ist schon immer ein bisschen anderer Schnack. Ja, also so dieses, dass wirklich die Leute noch wissen, ja, die haben einen R2 mitgenommen, die haben R3 mitgenommen, die wissen wirklich noch, worum das, also die haben schon ein paar Transformationen, was alleine ihr ERP-System angeht, mitgemacht, ne? Dann kam eine HANA und so weiter, ja, also das ist schon hochgradig spannend, ne? Das ist nicht irgendwie, dass man da nur mal irgendwie von einem Cloud-Thema aufs nächste Cloud-Thema springt, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, ne? Aber das merkt man schon auch, dass da und dass trotz allem dieser langjährigen Erfahrung, Jahrzehnten von Erfahrung, trotzdem immer noch diese ganze Transformationskraft dahinter steht. Und auf der einen Seite, ja, führt man vielleicht gewisse Diskussionen, siehe Wartungsende und so weiter, ein bisschen intensiver und vielleicht auch nicht zwangsläufig immer ganz zweckorientiert im Sinne von, muss man sich solchen Themen dann, vielleicht muss man die auch irgendwann mal annehmen und sagen, ja, es ist halt notwendig im Sinne Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und auch einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ja. Aber irgendwie schafft man das halt trotzdem dann auch dahin zu kommen. Ich glaube, die Ergebnisse, die man aus diesen Diskussionen ziehen kann, die sind fundamental wertvoll. Und eins möchte ich noch ergänzen, Micha, weil du gerade ein schönes Stichwort gegeben hast, Startups und so. Das ist dieses Jahr auch herausragend gewesen, auffällig, jetzt wo du es gerade sagst. Ne? Man hat ja so, jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen länger dabei und SAP hat ja jetzt nicht unbedingt schon immer den Ruf des Innovationstreibers technologisch gehabt. Das muss man jetzt ja wirklich sagen. Oder UX-Design, Oberflächen, intuitive Bedienung und so weiter. Wir erinnern uns, SAP GUI und so. Das hat sich jetzt massiv geändert, muss man sagen. Also das ist ein sehr gutes Zeichen, dass rund um SAP-Technologie im Moment sehr, sehr viele Startups auf den Markt kommen. Wir haben auch international da mit einigen gesprochen, auch aus den USA, die ja traditionell immer mal ein bisschen schneller sind und ein bisschen früher dran sind. Aber es war hochgradig spannend, welche Gespräche wir in der Richtung auch bei uns an unserem Stand hatten. Das war noch nie so. Ich überlege gerade, es war noch nie so, dass da rund um den oder innerhalb des SAP-Kosmoses Startups hochkommen. Natürlich ermöglicht durch KI, also durch neue Technologie, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass ein ERP-Softwarehersteller, der vielleicht traditionell
durch die Breite der Themen, Branchen, die abdecken müssen, vielleicht jetzt eher etwas behäbiger, ich will nicht sagen langweiliger, aber etwas behäbiger sind als irgendwie sowas Hippes, Kleines für eine Prozessanwendung. Aber ist so die letzten Monate, muss man das verstärkt feststellen, dass da rundrum im SAP Startups hochkommen, die das stark anreichern und auch die Technologie, die neue Technologie wirklich nutzbar machen in der Anwendung, also für Mehrwerte, spürbare Mehrwerte erzeugen. Das finde ich wirklich erstaunlich. Das war dieses Jahr zum ersten Mal wirklich spürbar und merkbar. Und Dirk, da muss ich echt auch nochmal ergänzen, ja, jetzt ist natürlich Partnermanagement in Summe von mir auch so ein bisschen eine Passion, vielleicht auch meiner Vergangenheit etwas geschuldet, aber das ist natürlich auch eine riesengroße Chance für unsere Kunden, für Unternehmen im Allgemeinen. Das genau sind ja diese Vorteile, dass ich jetzt funktionale Erweiterungen eben wirklich spezifisch auch mit in die Prozesse eingliedern kann, ja. Und das sehen wir, ich denke, das sehen alle sehr, sehr positiv, natürlich auch klar in der Ausrichtung, dass mehr auf die Endprozesse geschaut wird seitens einer SAP, dass aber auch sehr klar definiert wird, wo sind die White Spaces, wo Partner eben reingehen können und eigene Funktionalitäten anbieten können. Ja, und das schafft natürlich ungeheure Geschwindigkeitspotenziale. Und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass das Thema Geschwindigkeit, wir hatten es gerade schon kurz von der Wandel, ja, so mein Ex-CEO, ja, das müsste hinkommen, hat mal gesagt, das fand ich einen sehr schönen Ausspruch, die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie heute und sie wird sich nie wieder so langsam drehen wie heute. Ne? Und ich glaube, das wird gerade schon wieder auf die nächste Stufe gehoben. Ja, damals ging es dann noch um digitale Transformation, jetzt mit KI wird das Ganze ja noch mal krasser. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass die Zusammenarbeit auch verschiedene Unternehmen im Sinne des besten Kundennutzens auch tatsächlich mehr in die DNA aufgenommen wird von allen. Ja? Weil die Herausforderungen und die Chancen, du sprichst ja immer so gern von Chancen, sind, glaube ich, für alle da und groß genug. Und umso wichtiger ist es, und so verstehen wir natürlich auch als einer der führenden SAP-Partner in Deutschland natürlich auch unsere Rolle, hier ein starkes Netzwerk auch zu haben und eben auch damit diese Vorteile für unsere Kunden realisierbar zu machen. Jetzt habt ihr ja schon viel über das Thema Zusammenarbeit, tolle Gespräche und so weiter gesprochen. Neben all diesen Begegnungen geht es auf dem DSAG-Jahreskongress aber ja natürlich auch immer um die, ich sage jetzt mal, Big Points der SAP-Strategie. Also wo stehen wir aktuell und wo soll es hingehen? Welche Themen standen denn aus eurer Sicht ganz oben auf der Agenda beim diesjährigen DSAG-Jahreskongress? Ja gut, ich glaube, wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen. Also das Thema Cloud war, glaube ich, das führende Thema, beziehungsweise das Selbstverständnis dahinter war, glaube ich, führend. Das wurde gar nicht mehr diskutiert. Ne? Ich habe auch nochmal in meinen Notizen der letzten 16 Jahre nachgeschlagen. Also es war das erste Mal, dass DSAG-Vorstand und SAP sich da nicht widersprochen haben. Das zweite ganz große Thema war natürlich künstliche Intelligenz, auch wenig überraschend. Im SAP-Sprech Business AI. Und insbesondere auch dort das Versprechen, eben genau das, worüber wir auch gerade schon ein bisschen gesprochen haben, die prozessualen oder die Prozesspotenziale, so würde ich es vielleicht besser bezeichnen, jetzt tatsächlich auch zu heben und echte Mehrwerte daraus realisieren zu können. Raus aus so einer, wir schicken mal eine, salopp gesagt, unsere Jugendforschtruppe darauf, die Begeisterungsfähigen, die Innovatoren, die sich das sowieso gerne angucken wollen und die schauen mal, was so geht. Ja? Die Spielkinder. Die Spielkinder, genau. Und das ist auch alles richtig, das zu tun. Natürlich muss man immer, das ist nun mal ein Thema, mit dem jeder von uns muss sich damit beschäftigen und schauen, was kann es denn, wie geht's denn. Aber da jetzt auch wirklich Business-Nutzen draus zu materialisieren. Ne? Das war, glaube ich, so das zweite ganz, ganz große Thema. Und das dritte Thema, ganz klar, und da hatten wir natürlich die perfekte Doppeldeutigkeit mit unserem Stand, mit der Business Suite, weil genau darum geht es natürlich auch, zu sagen, wie können wir denn aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Lösungswelten, wie können wir denn daraus wirklich bestmöglich die Prozesse des Kunden abbilden, optimieren und Mehrwerte für die Endkunden. Und darum geht es ja am Ende. Ja. Auch wenn unser Geschäft natürlich im B2B-Raum stattfindet, am Ende des Tages geht es darum, dass unsere Kunden wettbewerbsfähig bleiben und nicht nur wettbewerbsfähig, sondern natürlich führende Rollen in ihren Segmenten einnehmen können. Darum muss es einfach gehen. Ja.
Und ich glaube, aus diesem schönen Dreiklang heraus fand ich das eine sehr gute Besetzung diesmal mit den Kernthemen. Dirk, was meinst du? Ja, genau. Also ich würde noch ergänzen, das Thema Daten und Stammdaten und Bewegungsdaten. Also ich glaube, dass die Romantik rund um KI oder AI so langsam in der Realität ankommt. Denn es ist nun mal so, dass die KI-Technologie funktioniert halt am Ende des Tages doch nur, indem du gute Daten hast. Und die SAP hat es mit der Business Data Cloud auch im Rahmen ihrer Business Suite sehr gut positioniert, das Thema. Und das ist, wenn du fragst nach Big Points, ne? Also das ist jetzt so ein Erkenntnispunkt auch aus den Gesprächen heraus und den Vorträgen heraus, das Thema Daten ist der Schlüssel. Also es ist jetzt vielleicht, der jetzt hier schon länger zuhört und sich auch schon länger mit ERP beschäftigt, nicht ganz so spektakulär, dieser Satz. Aber man bringt es jetzt einfach nochmal ganz schwer auf den Punkt. Also natürlich sind Businessdaten oder Daten im Business schon immer relevant und maßgeblicher Schlüssel. Aber für die Next Step, also für die nächste Stufe in der Evolution eines Unternehmens, wird das noch relevanter. Ich kann mich erinnern, wir haben ja unsere FIS-MPM-Lösung schon seit vielen, vielen Jahren bei uns im Portfolio. Und wenn ich mich so ganz zurückerinnere an Kundengespräche, so vor 3-4 Jahren, also in der IT-Welt, also Mittelalter. Vorzeit. Genau. Da war es ja immer so, niemand hat Lust auf ein Stammdatenprojekt. Warum denn? Ne? So, und damals hat man auch darüber geredet, die Prozessexzellenz nach vorne zu bringen. Ne? Und jetzt ist der Punkt da, ne? Das ist wieder so die Geschichte mit dem Handlungsdruck und der Gestaltungsfreiheit. Jetzt ist der Punkt da, jetzt kann man da nicht mehr drüber diskutieren. Willst du den neuen Kram nutzen, KI oder Business AI, musst du deine Daten aufräumen. Und du musst die nutzbar machen. Und zwar nicht nur die SAP-Daten, sondern alle, die du so benötigst für dein Business. Auch externe Daten von deinen Geschäftspartnern, die müssen nutzbar gemacht werden. Und das ist neben dem sinnvollen und wertschöpfenden Einsatz von KI mindestens der Big Point, der genauso viel wiegt. Also du kannst nicht mit KI und AI irgendwas versuchen, Spielkinder, sondern wenn du es ernst meinst, musst du das immer mit beiden Themen machen. Und das ist, glaube ich, für viele unserer Kunden auch auf dem diesjährigen DSRG ein sehr, sehr großer Big Point gewesen. Diese Erkenntnis, dass das nochmal klar herausgestellt wurde, du kannst ohne das, wirst du da nicht tolle KI-Lösungen, die dein Business automatisieren, etablieren können. Also alleine wird es halt nichts. Vor allem würde ich auch gerne nochmal drauf aufbauen. Ja, also für den geneigten Zuhörer, ich schließe meine Hände mal zur Raute und würde fast behaupten, dass es alternativlos, sich damit zu beschäftigen. Ja, denn tatsächlich ist es natürlich so, also saubere Daten waren natürlich auch in der Vergangenheit oder konnten auch in der Vergangenheit schon Wettbewerbsvorteil sein. Ja, aber mittlerweile ist es wirklich, und da stimme ich dir total zu, ich muss gar nicht erst anfangen, mir über irgendwelche Einsatzszenarien von künstlicher Intelligenz Gedanken zu machen, wenn ich nicht ein sauberes Datenfundament habe. Und das spielt ja auf verschiedenen Ebenen, weil dann ist man ja schnell beim Thema Datensicherheit. Ja, also Stichwort Sovereign Cloud war auch, das würde ich auch noch als einen Big Point tatsächlich hervorheben. Das war auch ein zentrales Thema und das ist natürlich auch klar, ne, in unserer wunderbaren Welt. Wir müssen nur einmal kurz morgens mal in die Nachrichten-App unserer Wahl reingucken und wir sehen von Drohnen über Cybersecurity-Attacken, über Trollnetzwerke, über hast du nicht gesehen. Und da mag man sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da irgendwie Daten entsprechend korrumpiert werden oder was mit wirklich unternehmenskritischen Daten alles so passieren kann. Ja, und wir hatten ja leider auch in der Vergangenheit genügend Fälle von entsprechenden Daten, Verschlüsselung, ne? Und wir wissen alle, wie diese Erpressungen rausgegangen sind. Ja, oder ich meine, auch ein ziemlich großer Elektronikhändler konnte eine ganze Zeit lang mal keine Rechnung rausschicken. Ja, jetzt stellt man sich so mal vor, sowas passiert mal einem mittelständischen Unternehmen. Ja, also das kann schnell in erhebliche finanzielle, sagen wir mal zumindest Schräglage durch sowas kommen. Ne? Und da bereiten natürlich wir uns auch stark drauf vor. Ne? Ich meine, wir sind jetzt, muss man mal so sagen, in der extrem positiven Situationen mit unseren Hochleistungsrechenzentren, die wir hier haben, halt zum Beispiel auch entsprechende Sovereign Cloud Modelle jetzt schon für unsere Kunden anbieten zu können. Und was natürlich sehr, sehr positiv auch war als ein Aspekt, war, dass auch eine SAP diesen Trend sehr stark unterstützt und ja auch Kunden mittlerweile, wurde ja im Handelsblatt auch schon angekündigt vom Thomas Saueressig, in die Situation versetzt, dass sie auch Cloud-ERP-Lösungen auf eigenen Rechenzentren betreiben können. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Schritt in genau die richtige Richtung, um diese Datensicherheit auch weiter zu unterstützen zu können.
Also ich fasse gerne nochmal zusammen. Wir haben einmal das Thema Cloud ERP, AI und Data und auch das Thema Security. Und da ist ja auf jeden Fall vieles dabei, auf das man sich freuen kann und wo man auch wirkliche Chancen heben kann. Es gibt aber sicherlich auch einige Unternehmen, die gerade bei der Ausschöpfung dieser Möglichkeiten auch noch an der einen oder anderen Stelle Unterstützung benötigen. Wie unterstützen wir als FIS-Gruppe denn unsere Kunden bei dieser Reise? Ich würde mal sagen, umfassend. Es kommt, wie du schon richtig sagst, die Einstiegslevel sind da natürlich unterschiedlich. Ja, und dem muss man zuallererst mal insofern Respekt zollen, ja, dass das absolut fair ist, ja, und dass man sich jetzt überlegen muss, was ist denn der richtige Weg nach vorne, was ist denn das Zielbild, auf das es hingeht. Und das kann für jeden Kunden, sage ich mal, nach wie vor sehr individuell sein. Was klar ist, es gibt schon so ein bisschen das von uns schon vorhin zitierte Damoklesschwert Wartungsende, also 2027, spätestens 2030 steht da schon so ein Datum im Raum, dem muss man einfach Rechnung tragen. Das heißt, eine Diskussion um Cloud ERP ist angebracht und genau das tun wir. Ne? Das heißt, wir sprechen auf immer, und das ist wichtig, auf Prozessebene, auf funktionaler Ebene zuallererst mit unseren Kunden darüber, welche Potenziale erschließen sich und wann ist auch der richtige Zeitpunkt, um ein entsprechendes Projekt zu stemmen. So, das muss führend in der Diskussion sein. Da führt auch aus meiner Perspektive kein Weg dran vorbei. Da sagst du bestimmt auch gleich noch was zu Dirk. Die zweite Facette ist aber natürlich, wenn man vielleicht an der Stelle schon einen Schritt weiter ist als Unternehmen, man ist schon in Richtung Cloud ERP unterwegs oder ist vielleicht auch sogar schon angekommen, dass man sich da natürlich damit beschäftigt. Jetzt reden wir von ERP in der Cloud oder tatsächlich sogar standardisierten Prozessen. Wie sieht es denn da mit dem USP aus? Wo ist denn die Differenzierung? Ja? Und die findet sich immer im Prozess beziehungsweise im Produkt, nicht im ERP, was ich einsetze. Ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, das ist mittlerweile auch ausgereift. Ja? Ich weiß noch, früher ist man zum Kunden gegangen, oh Herr Benirschka, Herr Schneider, unsere Prozesse sind ganz, ganz speziell. Echt, ja? Auch wirklich in der Finanzbuchhaltung ganz speziell. Okay. Mittlerweile ist man da ein Stück weiter in der Diskussion. Ja, du schmunzelst, mir geht's ähnlicher, aber wir alle kennen, glaube ich, diese Situation. Und mittlerweile rückt tatsächlich wieder die Mehrwertgenerierung in den Vordergrund. Ja. Und hier ist es natürlich auch so, ne, jetzt, ich bleibe mal bei dem Thema künstliche Intelligenz, KI nicht um der KI willen, das ist nicht der Weg nach vorne, sondern wirklich gezielt, konzentriert darauf, wo sind differenzierende Merkmale, wo schaffe ich es, wirklich Kundennutzen zu erhöhen, und das machen wir. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wir setzen uns jetzt nicht ins stille Kämmerlein und erfinden was Tolles und bringen das dann raus, sondern das Wichtige ist, das immer nah am Kunden, mit dem Kunden gemeinsam zu machen. Dann am Ende kennen die Unternehmen ihre Prozesse, ihre Wertschöpfung am allerbesten und haben sich vielleicht selber auch schon Gedanken gemacht. Und um diese Prozesse zu beschleunigen, ja, da sehen wir unsere Rolle. Wir haben eine sehr hohe Expertise in diesen Bereichen, wirklich ein großes Kompetenzzentrum rund um natürlich künstliche Intelligenz, rund um das ERP, rund um das insbesondere Prozesswissen für den technischen Großhandel. Das ist unsere Legacy, das ist unser Kernmarkt. Ja, aber genau diese Erfahrung mit natürlich der Expertise vom Kunden zu kombinieren und daraus die bestmöglichen Ergebnisse zu bringen, um Skalierbarkeit zu erreichen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das ist, glaube ich, unsere größte Rolle in der aktuellen Zeit. Was meinst du? Genau, absolut. Und die FIS-Gruppe besteht ja im Wesentlichen aus uns, FIS GmbH hier in Grafenrheinfeld, aber auch aus der FIS ASP und der Medienwerft in Hamburg. Und die Konstellation ist ja seit Jahren Bestand. Und die hat sich jetzt um die neuen Themen extrem zusammen verbunden, möchte ich mal sagen. Also da kommen jetzt Synergieeffekte für unsere Kunden zum Tage. Da muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sein, die hätten wir damals, also 2016 kamen die Medienwerfte dazu, noch gar nicht auf der strategischen Roadmap. Aber dass wir da jetzt mit Prozessexpertise aus Hamburg glänzen können, mit unglaublicher Expertise, was KI anbelangt, und die Kolleginnen und Kollegen von der FIS ASP auch dieses Thema von dir gerade angesprochene Security-Thema extrem gut besetzen können, weil sie aus der Hardware-Welt kommen, aus der Hosting-Welt kommen und wir SAP als Kern haben bei der FIS GmbH, ist diese Dreierkombination sehr gut. Ne? Und dadurch kommt auch die Expertise auf den Daten. Ich muss es jetzt nochmal sagen, das ist so. Wir haben schon ganz früh angefangen, auch an den Basisthemen der neuen Welten zu arbeiten, weil wir diese Kompetenzen auch in der ASP vor allem hatten. Also unsere eigene
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt kleine Maschine, es ist aber eine große Maschine, die in der Lage ist, eben Large Language Models zu betreiben mit richtig fetten Nvidia-Grafikkarten drin. Und so haben wir ja mit dem Thema KI angefangen. Und es entspricht auch so ein bisschen unserer DNA. Wir erzählen immer gern was den Kunden und dem Markt, wenn wir uns sicher sind, dass es auch funktioniert und dass wir diese Themen beherrschen. Das ist nochmal ganz wichtig. Und so haben wir ja auch mit der Medienwerft zusammen schon die ersten tatsächlich marktreifen KI-Szenarien umgesetzt mit unserem Kunden Stark beispielsweise im E-Commerce-Umfeld. Und wir bedienen natürlich Sub-AI, KI auch im Kern, nämlich im ERP intensivst für unsere Kernbranche technischer Großhandel, aber auch für Industrie und für logistische Prozesse und so weiter. Also das ist so etwas, wo unsere Kunden sehr stark von dieser Dreierkonstellation profitieren können und es auch tun. Und das ist etwas, was ich auch auf dem DSAG-Kongress nochmal, wir haben ja 2 Vorträge gehabt oder eine Espresso-Session war es, glaube ich, und einen Vortrag mit einem großen Kunden, wo wir inzwischen sehr gut diese Kombination aus Technologie, Innovation, Business Cases, Mehrwerte im SAP-Umfeld darstellen können. Da ist die FIS-Gruppe schon wirklich im Markt ein Pfund, würde ich mal sagen, selbstbewussterweise. Micha? Oh ja, ich habe schon gelauert. Nein, du hast natürlich ein ganz spannendes Stichwort gerade gegeben, nämlich das Thema Large Language Modelle, und ich würde das nochmal kurz erweitern. Ich habe einen super spannenden Podcast heute auf dem Weg hierher selber gehört, einen Podcast auf dem Weg zum Podcast, und da hat der Richard David Precht mal ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich die ganz, ganz großen Player, da ging es so ein bisschen um die Bündelung von Marktmacht, auch im Rahmen von KI, was wirklich die großen Player, Meta und Microsoft und Alphabet, was die so jährlich an Investitionen nur in die Hardware planen, ja. Und ich habe mir die Zahl, ich war im Auto, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war ein sehr hoher Milliardenbetrag, ja. Und das zeigt so ein bisschen dieses Thema, warum auch Cloud einfach nicht mehr zu diskutieren ist, ja, weil das Bereitstellen dieser schieren Rechenpower, die ich benötige, um diese ganzen wunderschönen KI-Szenarien zum Laufen zu bringen, die kann kein Unternehmen mehr für sich stemmen, ja. Und das ist natürlich etwas, und da stelle ich mich jetzt mal so ganz selbstbewusst hin und sage, da haben wir natürlich gerade auch mit unserem eigenentwickelten Embedding-Modell, ja, mit ohne jetzt zu sehr ins Technische reinzugehen zu wollen, ja, aber was ja wirklich mittlerweile auf den Status ist, dass wir damit multimodale Use Cases, also vieldimensionale Use Cases, die Text, Bild, Kontext, User-Klickverhalten, was auch immer miteinander kombinieren, auswerten und daraus Rückschlüsse ziehen können, ja. Dass wir das derart anbieten können, dass wir das zum einen sicherheitskonform, auch im Sinne von DSGVO etc. machen können, auch im Sinne von Datensouveränität sicherheitskonform anbieten können, aber vor allem, dass wir das auch sehr, sehr effizient anbieten können, indem wir eben die Rechenpower der großen Anbieter im Hintergrund nutzen, ohne dass großartig Kundendaten rausgehen, weil wir die nur zum Training des Modells nutzen, der eigentliche Betrieb dann aber unfassbar effizient erfolgt. Und das ist auch im Sinne von nachhaltiger KI. Ja, wir wissen alle, die Kosten für die Hardware sind das eine. Den Stromverbrauch, um das Ganze zu betreiben, das ist nochmal eine andere Facette. Ja. Und ich glaube, da können wir dann die nächste Podcast-Folge zu drehen, wie wir mit dem Thema Energie und so weiter umgehen wollen. Ja. Und deswegen steige ich da jetzt nicht vertiefend drauf ein. Aber das ist natürlich auch was man sich jetzt mal wirklich bewusst machen muss. Wenn denn dieser Shift wirklich kommt und Kunden darauf gehen, dann muss sich jedes Unternehmen auch damit auseinandersetzen. Wir haben ja auch alle so gewisse Nachhaltigkeitsregeln mittlerweile, denen wir Rechnung tragen müssen. Gott sei Dank, sage ich mal, müssen das auch alle Unternehmen tun. Ja, und das begrüße ich auch sehr, dass das, jetzt kann man sich drüber streiten, wie das so beim EU-Klimagipfel gelaufen ist, aber dass das nach wie vor ein Thema ist sehr wichtig. Machen wir auch eine eigene Folge draus, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen mal generell nochmal einen Podcast. Wir zwei. So, Lisa. Du schreibst die Themen mit. Ne? Und nein, aber um den Punkt nochmal zu Ende zu bringen, ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das können nicht viele von sich behaupten. Und das ist für Unternehmen natürlich, das kann auch ein extremer Wettbewerbsvorteil sein. Zu welchem Kostenpunkt kann ich denn diese KI-Szenarien nutzen?
Absolut. Das ist natürlich ein riesiger Hebel. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Diskussionspunkt auf dem DSAG gewesen, ne? Technologien überhaupt nutzbar zu machen mit der Performance, die du brauchst. Und da ist natürlich viel Rechenleistung auch gefragt. Das ist dann auch immer noch was, betreibe ich selber? Habe ich vielleicht noch Rechenzentren, wo man das mal machen kann? Oder betreibe ich das beispielsweise bei einer FIS ASP oder betreibe ich es bei einem Hyperscaler? Auch wichtige Fragen im Moment. Also diesen Begriff der KI-Romantik, den benutze ich zurzeit sehr gerne, ne, weil das sind auch so Bereiche, die muss man dann realistisch auch mal beleuchten. Und dafür gibt es den DSAG jedes Jahr auch, um einfach auch mal so ganz trockene Technologiethemen gemeinsam zu wälzen. Es hilft ja nichts. Also am Ende des Tages braucht man die Technologie, um unser Business zu verbessern. Und so rum wird da auf jeden Fall ein Schuh draus. Und es ist ja auch, wir sind ja gerade in einer so disruptiv das alles ist, ja auch eine unfassbar spannende Zeit, die wir da gerade sehen. Ja, also vielleicht der große technologische Shift seit der industriellen Revolution, muss man ja wirklich mal so sagen, was da gerade ansteht. Ne? Das ist ja wirklich mal Demokratisierung einer Technologie. Ne? Wir alle nutzen KI selbstverständlich im Alltag. Ja? Also ich hoffe einfach mal, dass die meisten das bewusst tun, aber ganz viel davon wahrscheinlich auch ein Stück weit unbewusst, wenn sie mal wieder bei der Service-Hotline oder beim Service-Chat eines geschätzten Telefonanbieters sich melden oder so. Ja, ich meine, das sind ja die ersten Szenarien, mit denen man wirklich in Berührung gekommen ist. Ja. Mittlerweile chattet man wahrscheinlich mehr auf LinkedIn oder anderen Netzwerken mit Robotern als mit Menschen. Gruselig und faszinierend gleichzeitig, würde ich sagen, ja, aber das ist natürlich, dem kann man sich alles nicht mehr verschließen. Ne? Also dieses grundsätzliche nutzbar machen, und jetzt stehen wir heute vielleicht noch an der Stelle, dass wir uns über die Kosten von KI und so weiter unterhalten, ja, aber wenn das ein bisschen weitergeht, dann müssen wir ja wirklich uns mit dem Gedanken beschäftigen, und da sehen wir natürlich jetzt auch als eines der führenden Beratungsunternehmen im Dachraum auch dazu verpflichtet, mit unseren Kunden genau diese Diskussion zu führen. Also wenn diese Technologie sich durchsetzt, wenn das Commodity ist, wenn das demokratisiert ist, jeder bekommt, also was heißt das? Jeder kann die Technologie nutzen. Ja. Was bedeutet das denn? Dann rede ich ja nicht mehr von Optimierung von bestehendem Geschäft, das ist eine Facette, aber die vielleicht viel spannendere Diskussion, und da bin ich mal gespannt, wo wir in einem Jahr beim DSAG Jahreskongress sprechen, ist ja, welche neuen Geschäftsmodelle entstehen denn da? Wie verschieben sich denn da die Grenzen? Und das ist, glaube ich, das wirklich Spannende. Ne? Also wie verändert diese neue Technologie nicht nur das Bestehende, sondern was entsteht Neues? Ja, und das wird, glaube ich, da wird das auch wahrscheinlich viel schneller, als uns das heute klar ist, und in wirklich sehr, sehr relevante Diskussionen münden. Also da freuen wir uns, glaube ich, beide schon ein bisschen drauf. Absolut. Große Chancen. Danke euch beiden. Jetzt habt ihr viel über KI, Cloud, ERP, Chancen, Business, Nutzen, Use Cases gesprochen. Mit meiner letzten Frage möchte ich ja noch mal ein bisschen das Ganze abrunden, und zwar euch die Frage stellen, welche Highlights aus den 3 Tagen euch denn persönlich in Erinnerung geblieben sind. Also die Highlights sind vielschichtig und fältig, würde ich mal sagen. Also was für uns als FIS da immer wieder maßgeblich ist und jedes Jahr zur großen Freude führt, ist das Treffen mit unseren Kunden. Und ich sage es jedes Jahr, dass ich immer wieder begeistert bin, überrascht bin, wie viele denn da hinkommen, wie viele uns auf dem Stand besuchen. Und ich freue mich da jedes Mal drüber. Das ist so, wir haben so eine Kerngruppe an Bestandskunden, die ist immer da, die sind sehr innovativ und sehr interessiert, aber die Community, auch die FIS-Kunden-Community wächst ja. Und da war einfach sehr, sehr, sehr viel los. Ich sage dann auch immer den Kollegen, ich habe nach den 3 Tagen überhaupt keine Wörter mehr. Die sind alle verbraucht auf dem DSAG-Kongress. Und was du auch schon angedeutet hast oder gesagt hast, Micha, ist so die Gespräche mit den Partnern untereinander. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist wirklich ein Highlight. Also wir haben ja ein ganz verschiedenes Setup an Partnern, mit denen wir uns intensivst auseinandersetzen und mit intensivst zusammenarbeiten. Das sind mal Technologiepartner, die einfach ein Spezialgebiet besetzen.
BTP zum Beispiel. Oder es sind eben Partner, die unser Portfolio ergänzen, im HR-Umfeld, SuccessFactors und Co. Oder es sind Partner, die auch nochmal ganz andere Branchen bedienen und die von uns Spezialwissen brauchen. Also, und das ist so eine ganz spannende Konstellation, die sich da entwickelt hat über die letzten Jahre, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Und das ist auf jeden Fall auch ein Highlight, dass ich so feststelle, dass es nicht mehr so ist wie ganz, ganz früher. Ja, da sind wir Kunden und wir werden massiv vertreten durch die DSAG gegenüber der SAP, sondern es ist heute ein mit der SAP und es ist miteinander mit den Partnern, weil wir alle miteinander in der Branche begriffen haben. Nur so geht's. Also diese Komplexität beherrschbar machen. Und am Ende auch bezahlbar machen. Also wir reden ja auch über viel Geld, was man heute investieren muss als Unternehmen in seine IT-Infrastruktur oder IT generell. Und das sind alles so Themen, die haben wir alle. Also auch wir als Partner haben das Thema, die Kunden haben das Thema, die SAP stellt der Community die Frage nach der richtigen Priorisierung in der Investition oder der Investitionen in der richtigen Reihenfolge. Der DSAG vertritt natürlich die Interessen der Anwendergemeinschaft, der SAP-Anwender, aber auch da ist es so, dass dass es ein gemeinsames ist. Und das ist für mich jetzt etwas persönlich schon ein Highlight, was zwar immer da ist, aber doch immer klarer wird, würde ich mal sagen. So würde ich es mal auf den Punkt bringen. Ja, tatsächlich gar nicht so leicht, da noch was zu ergänzen. Für mich wäre es tatsächlich auch diese Stringenz in dem Willen, gemeinsam oder zusammenzuarbeiten. Ja, also dass das gar nicht mehr in Frage gestellt wird, dass das einfach essentiell ist. Ja, und ich musste gerade, als du gesprochen hast, an eins von den Bildern, ich glaube, das war in der Eröffnungskeynote vom Jens gewesen, vom Jens Hungershausen. Ne? Da war so ein großartiges Bild, da war die Arche Noah und hatte schon abgelegt und fuhr voll beladen mit Tieren in den strahlenden Sonnenaufgang, total romantisch dargestellt vom Zeichner, so ein Comic, und am Ufer standen so 3, 4 Dinos und der Größte guckte ganz verdutzt, war das heute? Und das hat es aber so schön getroffen irgendwie ein Stück weit, ne? Weil das Bild war vielleicht auch ein bisschen vielschichtiger, als zumindest ich das im ersten Moment verstanden habe. Du hast das wahrscheinlich sofort durchblickt, aber auch eben genau dieser bewusste Aspekt, da war halt auch keiner so alleine auf dem Boot oder war auch kein Schnellboot mit unterwegs oder so, sondern es ist halt so es geht eigentlich auch nur noch gemeinsam. Ja? Da muss sich jeder mit seinen individuellen Stärken, Kompetenzen mit einbringen. Und wir reden ja auch immer in Deutschland so gerne oder in Europa allgemein von Wettbewerbsfähigkeit oder sowas. Ja, und schon haben wir das nächste Thema, was wir vertiefen könnten, weil auch ein spannendes. Aber natürlich geht es darum, genauso wie wir sagen, um für unsere Kunden aus unserem breiten Partnernetzwerk das beste Ergebnis gemeinsam liefern zu können und wo sich jeder mit seinen individuellen Kompetenzen, seiner Startups mit eigenen kleinen Lösungsbausteinen, ja, wir mit unserer breiten Prozessexpertise, mit unseren eigenen Lösungen, ja, sei das Partner, die komplementär mit weiteren Produkten in der Business Suite mit unterwegs sind, ne? Genauso wie wir gemeinsam das auf Kundenebene machen, tun unsere Kunden das natürlich entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Und ich glaube, diese zentrale Erkenntnisse, dass wenn ich über Prozesse rede, dass ich auch nicht über unternehmensspezifische Prozesse, sondern dass ich über End-to-End-Prozesse, über eine gesamte Lieferkette rede. Ja, ohne dass ich jetzt wieder in Nachhaltigkeitsthemen reintauchen möchte. Aber das ist so wichtig, ja. Wir reden alle davon. Natürlich müssen sich Unternehmen der Herausforderung stellen, kontinuierlich zu wachsen und mit den Trends und so weiter Schritt zu halten. Und natürlich brauchen sie dafür ein starkes Netzwerk, ja. Aber dieser Aspekt des nachhaltigen Wachstums, der wird, glaube ich, immer bedeutsamer. Wir sehen das immer mehr. Wir haben ja nun gerade auch alle genügend eigene Erfahrungen und wieder die eben schon zitierte beliebige Nachrichten-App, in die ich morgens reingucke, was mal wieder Neues an Zöllen sonst wo entschieden worden ist, ja, wo man sieht, wie schnell solche Lieferketten auch durcheinandergewirbelt werden können. Ich glaube, auch dort nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren, ist wichtig. Und damit das geht, brauche ich nun mal ein sauberes Fundament von IT, was einfach die Basis meiner Geschäftsprozesse ist. Ja? Und da muss ich agil sein, da muss ich auf Impacts, auf Trends, auf irgendwelche Unvorhersehbarkeiten, die mich von außen treffen, Stichwort VUCA-Welt, reagieren können, eingehen können.
Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das Thema Cloud auch nicht mehr diskutiert wird, weil das ist nun mal der Enabler dafür. Ja, und dass das auch keine Frage mehr ist, wie man sich und ob man sich damit auseinandersetzt, ja, sondern diese Aufbruchsstimmung. Ne? Und das, also ich nehme auch mit so für mich das Highlight, das Gefühl, dass alle, die da waren, die waren auf dem Boot. Ja, die waren alle da drauf, die hatten auch alle so ihren Partner mit dabei, schöne Doppeldeutigkeit. Und das war vielleicht für mich so eins der Highlights. Das war noch nie so klar spürbar. Aber Lisa, du warst doch zum ersten Mal vor Ort, gell? Na, tatsächlich war ich zum zweiten Mal. Wie war es denn für dich? Lisa, du warst doch zum zweiten Mal auch schon vor Ort, oder? Wie war das denn für dich? War schön, mal wieder dabei zu sein. Ich sitze ja immer so ein bisschen im Hintergrund und bin ja nicht viel auf Messen und Veranstaltungen unterwegs, sondern bekomme immer nur die ganzen schönen Bilder, die ich dann aufbereiten darf. Deswegen war es tatsächlich auch mal für mich spannend zu sehen, okay, wer ist denn überhaupt jetzt aus Marketing-Sicht gesprochen unsere Zielgruppe? Wer sind unsere Kunden? Und da auch mal ins Gespräch zu kommen, das war total spannend. So in echt, ne? So in Wirklichkeit, Genau. die mal zu sehen. Ich sag mal, zum Anfassen quasi. Ja. Doch war total schön, einfach mit dabei zu sein. Hab selber auch viel gelernt, aber natürlich auch vieles, wo ich sage, da gibt's noch viel zu lernen. War sehr spannend. Vielleicht bin ich ja nächstes Jahr auch wieder dabei. Wahrscheinlich. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, nochmal abschließend auch einfach auch mal Danke zu sagen. Absolut. Erstmal an dich, Lisa, aber auch an das ganze Marketing-Team, was vor Ort war. Und den Auftritt der FIS wieder mit den Business Suites. Sehr schön. Ich empfehle LinkedIn, einfach mal gucken nach den Bildern von unserem Stand. Super hingestellt haben, denn unsere Kunden fanden es alle gut, wie wir aufgetreten sind und sehr professionell das gemacht haben. An der Stelle erstmal Danke an euch, liebes Marketing-Team. Gebe ich weiter. Vielen Dank. Euch auch danke für den spannenden Rückblick. Ich fasse einfach nochmal kurz zusammen. Die Quintessenz eigentlich, SAP Community und SAP Cosmos ist in Bewegung. Es geht rasant weiter. Themen wie Cloud ERP oder AI sind bei den einen schon in der Praxis angekommen. Andere stehen da eher noch am Anfang, aber es ist klar, wo die Reise hingeht. Für uns bleibt die Aufgabe, diese Impulse, die wir jetzt aus der Veranstaltung gewinnen konnten, ja auch mitzunehmen und auch gemeinsam mit unseren Kunden dann in konkrete Lösungen zu übersetzen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp. Danke euch beiden. Tschüss, danke. Ciao.